Es geht in Land Nummer 10 unserer Reise und damit ins letzte Land Mittelamerikas, Panama. Außer dem Panama-Kanal haben wir vorher noch kaum eine Idee von diesem Land. Auf dem Weg dorthin warten jedoch wieder einige Landschaften auf uns, die uns begeistern. Schön, dass ihr uns auch hier wieder begleitet. Klar, wenn der Berg vorbei ist, kommt Asphalt. So logisch, oder? Gestern hat es ja leider den ganzen Tag geregnet. Wir können auch die ganze Zeit Schiffe beobachten. Aber das ist, glaube ich, ziemlich klein. Been feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Wir sind kurz vor der Grenze nach Panama. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hier ist Aduana. Also erst rechts bezahlen, da wahrscheinlich. Meinst du? Da, oder? Wahrscheinlich. Wir haben jetzt gerade hier hinter uns die Ausreise bezahlt, $9 pro Person, bzw. 10.000 Colones in Summe. Wir sind aus Costa Rica raus, hat 15 Minuten in Summe gedauert. Wir mussten kurz unser Auto zeigen, aber das ging auch ultra schnell. Ja, und jetzt fahren wir nach Panama. Da vorne ist schon das Grenzgebäude. Jetzt müssen wir uns nur wahrscheinlich einen guten Parkplatz suchen. Also an den LKWs vorbei, links unterm Dach stand bei Overländer, glaube ich. Da komme ich aber nicht vorbei an den LKW. Ah ja. Wir stellen uns hinter den LKW erstmal. Das ist keiner hier, ey. Das ist auch geil. Als wir angekommen sind, war hier alles voll mit LKWs, deswegen habe ich mich einfach mal nach hinten gestellt. Und jetzt sind alle LKWs weggefahren, deswegen müssen wir schnell mal vorrücken. Wir sind jetzt gerade bei der Versicherung, die ist nämlich hier hinten irgendwie so um die Ecke. Wir sind gerade noch durch die Fumigation gefahren und jetzt kam nichts mehr. Es hat noch nicht mal einer kontrolliert, dass wir bezahlt haben. Er hat auch nur $3 gekostet, sollte eigentlich irgendwie 5 oder 6 kosten, aber sehr gut. Und ansonsten war es auch sehr entspannt. Wir haben 1:20 für Ausreise und Einreise gebraucht. Und jetzt sind wir in Panama. Versicherung ist ein bisschen versteckt, kostet $25. Dann Immigration war einfach, Fingerabdrücke abgeben, fertig. Und bei der Aduana war ein bisschen eine Schlange. Aber da haben wir einfach unsere Kopien von der Versicherung, vom Pass, Fahrzeugschein, Führerschein abgegeben. Und dann war es eigentlich schon mehr oder weniger erledigt. Außer dass bei uns ein Fehler im Kennzeichen war. Bei diesem Tipp sollte man natürlich genau darauf achten, dass wirklich kein Fehler drin ist. Weil das wohl sehr wichtig für die Verschiffung ist. Und ja, dann sind wir einfach durch die Fumigation gefahren. Und jetzt fahren wir auf panamaischen Straßen, oder wie das jetzt auch immer heißt. Aber hier ist, glaube ich, nochmal ein Checkpoint. Wollt ihr irgendwas sehen? Keine Ahnung, wenn der nicht uns winkt, dass wir anhalten sollen, dann fahre ich einfach weiter. Will er was sehen oder nicht? Pasaron por Habana. Sie? Okay. Abfährt. Yeah! Letztes Land für Mittelamerika! Schon nicht getraut. Wir sind schon die erste Stunde über Panamisch, jetzt auch über Straßen von Panama gefahren. Und natürlich nach 1 Kilometer kam schon die erste Radarkontrolle. Wir haben schon gehört, dass es hier ziemlich krass sein soll mit den Kontrollen. Deswegen fahren wir immer vorschriftsmäßig und natürlich gehen wir jetzt erstmal einkaufen. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus, was es hier gibt. Beim Bier hier wird auch einfach alles. Also der Supermarkt ist ja wie ein Paradies. Hier gibt es einfach gefühlt alles. Ist jetzt nicht so günstig, aber schon sehr gut.
Wir sind am nächsten Stellplatz. Da ist das Meer. Hier sind ganz viele so Hütten. Hoffen wir, dass morgen am Samstag oder am Sonntag hier nicht so viel los ist. Und wir springen jetzt mal ganz schnell ins Meer. Es ist zwar Ebbe, müssen wir ein bisschen weiter laufen, aber es ist auf jeden Fall notwendig. Panama verbindet Mittel- und Südamerika und zeigt auf einer vergleichsweise kleinen Fläche eine beeindruckende landschaftliche Vielfalt. Es gibt dichte Regenwälder, Bergregionen, karibische Inselwelten und lange Pazifikstrände wie diesen hier. Mehr als 1/3 des Landes steht übrigens unter Naturschutz und gehört zu den artenreichsten Regionen Mittelamerikas. Gute Nacht vom Strand. Wir verlassen unseren schönen Platz am Strand wieder. Gestern hat es ja leider den ganzen Tag geregnet. Also ich glaube ab Mittag bis, weiß ich nicht, wann es aufgehört hat, um 9, halb 10. Ja, guck mal noch ein bisschen getröpfelt. Ja, so halb 11 hat es dann komplett aufgehört. Ja, und es war schon ordentlich Regen. Ja, war schon richtig stark mal. Ja, Aber unsere Scheibe scheint dicht zu sein. genau, das ist das Gute daran. Ja, jetzt schauen wir mal, wie wir so durchkommen, wie viel Wasser auf den Straßen steht. Jetzt die Schotterpiste, die war okay, waren einige Pfützen, aber ging. Ja, jetzt hier auf Asphalt sieht alles gut aus. Wir haben ein paar Videos zugeschickt bekommen, wo richtig krass viel Wasser auf den Straßen stand. Schauen wir mal, wie gut das jetzt schon wieder abgetrocknet ist, weil das Wetter heute sieht gut aus. Und ja, jetzt fahren wir erstmal ein bisschen und schauen uns das an. Wir sind gerade am ersten Checkpoint zur Polizeikontrolle in Panama vorbeigekommen. Wir hatten, glaube ich, schon lange keine mehr, so seit von Thomas nicht mehr. Aber die Jungs haben nur reingeguckt, genickt und dann durften wir weiterfahren. Normalerweise wird wohl Tick und Reisepass gefordert, aber heute ist Sonntag, vielleicht deswegen alles ein bisschen entspannter. Schon wieder eine Piste hier, ey. Jetzt haben wir ein paar Auswaschungen. Klar, wenn der Berg vorbei ist, kommt Asphalt. Ist so logisch, oder? Wir sind an unserem Schlafplatz angekommen. Ist zwar hier direkt an der Straße, aber wir wollen morgen hier eine Wanderung gehen. Und Jessie hat gerade mal da unten gefragt, ich scheine irgendwie dazugehören, ob wir jetzt stehen dürfen. Das war kein Problem wohl. Und sie wollten auch kein Geld. Eigentlich kostet nur $5, aber wenn keiner nach Geld fragt, dann muss man aber nicht unbedingt einfach das Geld aufdringen. Deswegen werden wir jetzt hier übernachten und hoffentlich morgen keinen Regen haben. Es ist jetzt 20 vor 2 und gerade fängt es so leicht an zu nieseln. Also hoffen wir mal, dass morgen früh kein Regen ist. Und die Aussicht kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen.
gerade richtig erschrocken. Kommen wir den Berg hoch, gucken mich auf einmal 3 Pferde an. Die Ausblicke sind auf jeden Fall richtig gut hier. Und es ist so grün. Das Land ist rund 75.000 Quadratkilometer groß und zählt knapp 4,5 Millionen Einwohner. Es hat also eine überschaubare Größe, liegt außerhalb des Hurricane-Gürtels, nutzt den US-Dollar als Zweitwährung und gilt als gut erschlossen und vergleichsweise sicher. Für Reisende also eigentlich ein sehr interessantes Land, in dem sich Natur, Klima und Landschaft auf engstem Raum zwischen 2 Ozeanen erleben lassen. Nichtsdestotrotz ist das Land nicht überlaufen und wir können die Natur an vielen Stellen sogar alleine genießen, was in anderen Regionen des Landes aber natürlich auch anders aussieht. Da unten im Tal liegt irgendwo unser Ziel. Da unten liegt das Ziel. Hinter den Bäumen sieht man es schon ein bisschen blau schimmern. Da geht's jetzt hin. Nach einer kurzen Keks und Klock geht's weiter. Jetzt kommt nur leider der große Aufstieg. Mal schauen, wie das wird. Der Pool da unten wäre auch cool, aber da kommt man nicht hin. Oder nur schwer. Ganz schön steil. Aber hoch ist viel einfacher als runter. Und da unten steht wieder unser Camper. Wir sind wieder zurück am Camper. 5,6 Kilometer waren es jetzt. Haben 3,5 Stunden inklusive Baden im Pool gebraucht. Und es waren dann doch 410 Höhenmeter. Die meisten Höhenmeter macht man halt, wenn man zurückgeht. Deswegen wäre jetzt nochmal ein Pool ganz gut. Aber den gibt es hier leider nicht. Da hinten unter den Bäumen haben wir geparkt für die Nacht. Und ich bin gerade mal hier vorgelaufen. Hier ist so ein Stausee, ist aber sehr, sehr wenig Wasser drin. Und schwimmen darf man leider auch nicht. Mal wieder erster Gang angesagt. Wobei das geht hier noch vom Steilheitsgrad. Trotzdem muss ich alle 5 Sekunden auf die Bremse treten, damit wir nicht zu schnell werden. Guten Morgen.
Wir haben die Nacht bei entspannten, keine Ahnung, ich glaube 21 Grad hier in Valle de Anton verbracht und sind jetzt auf dem Weg zu einer kleinen Wanderung. Hinter uns sieht es nach Regen aus, vor uns allerdings ist blauer Himmel. Von daher hoffen wir mal, dass der blaue Himmel sich für unsere kleine Tour hält. Jasmin und Raffi vom Panalux sind vor uns, mit denen werden wir das gemeinsam machen. Die haben wir jetzt ja auch seit Antigua nicht mehr gesehen, freuen wir uns. Und ja, und dann schauen wir mal, was diese kleine Wanderung für uns bereithält. Genau. Die Frage, wer war zuerst? Die Palme oder der Baum außenrum? Ja, schon ganz cool. Valle de Anton liegt etwa 120 Kilometer westlich von Panama City und ist ein besonderer Ort. Das Dorf befindet sich in einem erloschenen Vulkankrater und gilt als einer der wenigen dauerhaft bewohnten Krater weltweit. Durch die Höhenlage von rund 600 Metern ist das Klima deutlich kühler und angenehmer als in der Küstenregion. Die Umgebung ist geprägt von grünen Hügeln, Wasserfällen und einer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt. Wir sind fast wieder unten und die Sonne scheint und es ist einfach richtig heiß. Allerdings der Boden ganz schön rutschig, was natürlich ja in den letzten Tagen ordentlich geregnet hat. Jetzt freuen wir uns auf den Pool. Genau, da sind wir runtergekommen und jetzt geht es hier noch zwischen zwei Grundstücken weiter. Und dann sind wir gleich auf der Straße. Wir sind noch nicht zurück am Hostel und es fängt an zu regnen. Also da haben wir richtig Glück gehabt und hatten gutes Timing. Das tägliche Spektakel. Guten Morgen oder bei uns schon guten Mittag. Wir fahren jetzt gerade über den Panama-Kanal und da ist sogar ein Schiff, was gerade vorbeifährt. Und da hinten sehen wir noch ganz viele. Noch ein paar Meter, genau genommen 1 Kilometer und dann haben wir unseren Stellplatz erreicht. Wir können hoffentlich die ganze Zeit Schiffe beobachten. Aber das ist, glaube ich, ziemlich klein. Ich glaube, es gibt noch größere. Wir erreichen also einen Stellplatz mit Aussicht, der uns in seinen Bann ziehen wird. Der Panama-Kanal verbindet auf rund 82 Kilometern Länge den Atlantik mit dem Pazifik
und erspart Schiffen den mehreren tausend Kilometer langen Umweg um Südamerika. Mal unser Gas leer kriegen, das wir für Notfälle gekauft haben. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Panama City rein. Das ist natürlich Stau. Und dann werden wir da anfangen, die letzten Vorbereitungen zu treffen, damit wir startklar für die Verschiffung sind. Das seht ihr allerdings erst in der kommenden Woche, falls ihr Lust habt, uns auch bei diesem Prozess zu begleiten. Und bis dahin sagen wir Danke für all eure lieben Worte und eure Unterstützung, sei es durch Likes, Kommentare, Abos oder Spenden in unsere Dieselkasse. Das bedeutet uns viel und freut uns sehr. Also, falls ihr mögt, dann schließt gemeinsam mit uns diese 3. Staffel und damit Mittelamerika ab und begleitet uns zur Verschiffung in Richtung Südamerika in der kommenden Woche. Bis dahin!